Also. Ich dachte schon, ich habe zu frei angegriffen. Das hier sind die Finalteams. Legacy, Fish Tank, Invictus Spirit, Canex Boss, Astra, Blackout, Playpark Team. Moment, was ist Playpark? Achso, Playpark Team steht nicht in der Liste. Ja, genau. Gut, Playpark Team ist auf jeden Fall eine Wildcard, weil man die gar nicht hat kämpfen sehen gegen die anderen Teams. Die könnten entweder ultra stark oder ultra schwach sein. Und dann auch Super Hot Crew. Also, und das hier ist das Ranking. Das finale PvP-Ranking. Und ich glaube, danach haben einfach alle Leute blind predicted. Weil zum Beispiel Astral war hier Platz 1 mit den wenigsten Kills. Und die haben hier 6,7 Millionen Coins auf sich. Na gut, wobei, ne, meint. Ja gut, weil man dazu sagen muss, alle anderen Teams sind ultra nah beieinander. Nur Astra sticht hervor, vor allem, weil sie so wenige Tode haben. Dann The Boss hat offensichtlich viele Fans, aber es liegt daran, dass es eine riesige Gilde ist. Wahrscheinlich auch. Und dann ist es, Invictus müsste tatsächlich, ja genau, Invictus ist auch ziemlich weit oben. Also die Leute nehmen wahrscheinlich trotzdem diese Liste hier ziemlich einfach als Blueprint. Das Problem ist aber, dass du aus dieser Liste also aus dieser Liste geht nicht hervor, wer gegen wen gekämpft und gespielt hat. Und wie man in dieser Liste auch sieht, also hier sind wir zum Beispiel, hier ist die Gilde Steamwalker. Servus. Aus dieser Liste geht nicht hervor, wer gegen wen wie oft gespielt hat. Das heißt, also rein theoretisch, ich will nicht sagen, dass Astral Trash ist, will ich nicht sagen. Ich will lediglich sagen, dass es sein kann, dass Astral vermehrt gegen Teams im unteren Drittel der Teams, die tatsächlich auch mitgekämpft haben. Ich meine, es gibt natürlich Teams, die wurden komplett abgefarmt. Aber es gibt ja auch Teams, die relativ ernsthaft mitgespielt haben. Sieht man an den Kills und Toten, die trotzdem hunderte Kills und Tode haben. Das heißt, sie haben es offensichtlich probiert, aber hatten halt einfach keine Chance. Hier zum Beispiel Relentless Masters haben 74 Kills, aber 287 Tode. Das heißt, die wurden komplett weggeflankt. Und es kann halt natürlich sein, das wissen wir nicht, das kommt aus dieser Liste nicht ganz hervor, wer gegen wen gespielt hat. Also es könnte trotzdem sein, dass Astral einfach die leichteren Matchups hatte. Und sie Glück hatten, dass sie immer gegen Teams angetreten sind, die ihnen halt nichts entgegensetzen konnten. Und genauso könnte es sein, dass zum Beispiel ein Team, das hier auf Platz... Achso, na gut, das ist gar kein Ranking letztendlich, das sind nur die Zonen. Aber es könnte trotzdem sein, dass zum Beispiel, nehmen wir Fish Tank als Beispiel, die sind relativ weit unten. Die haben nur 45 Punkte, haben fast genauso viel Kills wie Tode. Könnte sein, dass die ganze Zeit nur gegen Astral zum Beispiel gespielt haben. Oder nur gegen ebenbürtige Teams. Und Astral überwiegend gegen schwächere Teams. Oder gegen Teams, die halt gut sind, aber nicht ganz so gut wie sie oder so. Also das geht hier halt nicht wirklich hervor. Weil es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass ein Team immer Glück hat und gegen super schwache Gegner angetreten ist. Das glaube ich jetzt eher nicht. Ich weiß nicht genau, wie der Algorithmus von diesem Tournament funktioniert. Ob das wirklich einfach komplett RNG ist oder nicht. Das weiß ich nicht. Das wissen nur die Entwickler wahrscheinlich. Wie genau das bestimmt wird, wer gegen wen antritt. Aber, wie gesagt, letztendlich kann man das hier schon, oder man muss es natürlich beachten, diese Liste. Aber man kann es eigentlich nicht wissen. Also ich sag mal so, wenn du jetzt all in auf Astral gehst und sie nicht gewinnen, dann keine Ahnung, muss man auch nicht zu sehr überrascht sein, weil theoretisch ist halt trotzdem alles möglich. Und ich meine, der Unterschied zwischen Astral und Invictus ist tatsächlich doch relativ gering. Astral hat nur ein einziges Match mehr gewonnen als Invictus. Und Invictus hat sogar mehr Kills, dafür ein paar mehr Tode. Könnte also auch sein... Quatsch. Hat sich gerade angehört wie Pro 7. Danke für den Resub, Nafta. Also es könnte ja trotzdem sein, wie gesagt, anhand der Gegner und so weiter, dass das halt hier nicht die hundertprozentig sichere Sache ist. Und ich würde es nach wie vor so machen, ich würde auf mindestens 3 Teams wetten mit verschiedenen Chars. Oder anscheinend kann man jetzt ja auch mit einem Char auf verschiedene Teams wetten, was im ursprünglichen Post eigentlich nicht wirklich so angekündigt wurde.
Aber so oder so, du hast ja eh mehrere Chars. Also ich könnte mir vorstellen, dass man sich 3 Teams am besten aussucht und damit am besten fährt. Weil angenommen, du gehst jetzt mit jedem deiner Chars, sagen wir, du hast 30 Chars und jeder hat 5000 Punkte, also du hast 100 Coins. Du hast 150.000 FEC-Coins und setzt alle 150.000 verteilt auf alle deine Charakter auf Astral. Und dann sind sie aber nur Dritter zum Beispiel, oder ich weiß gar nicht, wie ist die, ach ne, das sieht man in-game auch jetzt, ne? Wie ist die Calculation? Ah ja, doch. Oh ja, spielt eine große Rolle, wer Erster, Zweiter, Dritter wird. Also vor allem Erster, Zweiter, Dritter spielen eine Rolle. Erster werden deine Punkte verdreifacht, Zweiter verzweifacht, Dritter 1,5. Also spielt schon eine große Rolle, ob es Erster, Zweiter, Dritter ist. Tatsächlich. Also, imagine, du setzt alle deine 1,5 Millionen Punkte auf, 150.000 Punkte auf Astral. Könnten 450.000 werden, wenn sie tatsächlich Erster werden. Aber was ist, wenn nicht? Und jemand anders wird Erster. Also, ja, kann man natürlich so und so sehen, aber letztendlich weiß es eh keiner, was passiert. Und, ja. Also ich wollte im Endeffekt eigentlich nur darauf hinweisen, dass dieses Ranking halt nicht so wirklich hieb- und stichfest ist, weil wir keine Ahnung haben. Also erstens, das Playpark-Team kommt noch dazu. Keiner weiß, wie stark das Team ist. Letztes Jahr war das Playpark-Team, wenn mich nicht alles täuscht, war das Playpark-Team letztes Jahr The Boss. Und The Boss wurde Zweiter und es war extrem knapp. Sie hätten noch fast gewonnen oder sie hätten auch gewinnen können. War relativ knapp. Das heißt, dieses Playpark-Team könnte theoretisch noch ziemlich stark sein. Glaube ich jetzt eher nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, weil The Boss und Invictus sind ja beide sehr krass im Ranking. Ich glaube nicht, dass es noch ein drittes Playpark-Team gibt, das so extrem stark ist. Also ich sag mal so, wie gesagt, das Ranking hat seine Schwächen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es das Team auf Platz 10, das schon wirklich deutlich weniger Matches gewonnen hat. Also ich würde sagen, die Top 3 oder Top 5 vielleicht, die sind wahrscheinlich schon relativ nah beieinander. Aber ich meine, es muss ja offensichtlich Teams geben, die schwächer sind, sonst hätten sie ja nicht so viel mehr Matches verloren. Und ich meine, wenn du 160 Tode, also Fishtank zum Beispiel hat ja 199 Tode, Astra hat 39, das sind 160 Tode. Und pro Match hast du nur 20 Tode maximal. Das heißt, es sind 8 Matches, wo die quasi 20 Mal gestorben sind. Mehr als zum Beispiel Astral. Das heißt, da, sag ich mal, ist die Wahrscheinlichkeit dann schon relativ gering, dass die wirklich so viel besser sind, als es sich aus dem Ranking rausliest. Also ja, ich würde sagen, man sucht sich vielleicht ein Favoritenteam aus, wo man die meisten Punkte drauf setzt, aber dann geht man zur Sicherheit vielleicht trotzdem noch mit ein paar Coins auf andere Teams. Aber ich würde es dann trotzdem mal ausprobieren. Add Bet. Mach mal 50. Ja. Und jetzt kann ich trotzdem auf ein anderes Team gehen. Add Bet 50. Ja, wie gesagt, aus der ursprünglichen Ankündigung ist das nicht hervorgegangen, aber man kann anscheinend... Und das kann ich jetzt aber auch erhöhen, ne? Ich kann es hier nochmal 100 machen. Ja, okay. Ja gut, dann wissen wir jetzt ja, wie es funktioniert. Und wie gesagt... Dann wissen wir jetzt, wie es funktioniert. Eigentlich ist es ein bisschen schade... Also eigentlich ergibt es ja gar keinen Sinn. Also ich meine, es heißt ja Betting. Betting Currency. Aber es ist ja eigentlich gar keine Wette. Weil wenn jeder auf zum Beispiel jetzt Astral geht, jetzt aktuell hat ja Astral irgendwie mehr als 80% oder so aller Coins. Normalerweise funktionieren Wetten ja so, dass wenn alle auf ein Team gehen, dass dann die Chancen, nicht die Chancen, sondern die Gewinne dadurch extrem schlecht werden. Also eigentlich finde ich, hätten sie es fast so machen müssen. Dass die Leute quasi fast schon gezwungen sind, auf Underdogs zu gehen. Und wenn dann tatsächlich ein Underdog gewinnt, kriegst du 100 mal so viele Coins oder irgendwie so. Also quasi mit echten Wetten hätten sie es machen müssen. Mit echten Quoten, meine ich. Das haben sie leider nicht gemacht. Weil so ergibt es irgendwie keinen Sinn. Alle gehen auf ein Team, also jetzt aktuell zumindest. Und wenn das Team gewinnt, verdreifacht jeder seine Punkte. Dabei, wenn jetzt zum Beispiel ich
welches Team hat die wenigsten Coins gerade? Wo ist das wenigste Vertrauen? In Blackout. Ja gut, Blackout ist auch nur reingekommen, tatsächlich dadurch, dass ein anderes Team nicht teilgenommen hat. Kann man also fairerweise sagen, ja, dass die hier so ein bisschen fehl am Platz sind irgendwie, weil sie eigentlich gar nicht dabei gewesen wären, wenn nicht ein anderes Team die Teilnahme verweigert hätte oder abgesagt hätte. Ja, aber wie gesagt, theoretisch kann alles passieren.